Insider drehen fast durch bei dieser Buchstaben-Zahl-Kombination. Es ist das wohl erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Bereits in den ersten Tagen hat es $1 eingespielt. Die Produktionskosten Hollywood-reif, ein Spiel so teuer wie ein Blockbuster, und so sieht eben auch die Werbung aus. Und jetzt wird gespielt, bis die Konsole glüht. Es geht, fast schon selbstverständlich, um Gewalt, aber diesmal gehen die Macher noch weiter. Szenen, die irgendwie kaum zu ertragen sind. Wir haben es Testern spielen lassen, die sich auf dem Markt auskennen. Testkandidat Nummer 1 studiert Game Design und werden für uns das umstrittene Spiel testen. Die Serie ein Phänomen. Man steuert Charaktere frei durch eine fiktive Stadt. Immer wieder bricht der Hersteller mit Tabus. Dieses Mal Folter. Das Spiel greift eine Praxis aus der realen Welt auf. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das. Ich als Killerspiel erfahrener Medienwissenschaftler habe schon so einiges getestet. Von Winnie Pooh über My Little Pony bis hin zu Fortnite Battle Anal. Im Vergleich zu Among Us wirklich alles harmlose Spiele. Among Us ist das schlimmste Killerspiel überhaupt. Das Abmetzeln kennt hier keine Grenzen. Die Gewalt, Charaktere. All das soll im Spiel als Satire verstanden werden. Unsere Spieledesigner sind vom Spiel überzeugt, doch die Gewalt sei übertrieben. Ja, die Gewalt ist einfach zu krass. Among Us kennt keine Grenzen. Der Imposter tötet wahllos seine Mitspieler. Aber seht einfach selbst. Ja, und hier sieht man das Ganze einfach mal. Ich bin der Imposter, das heißt, ich muss jetzt meine Mitspieler töten. Und wie das Ganze aussieht, sehen wir an diesem Beispiel hier. Hier geschieht quasi ein ganz realistisches Tötungsszenario. Aber werden dadurch nicht auch Gewaltfantasien bedient? Das Spiel ist erst ab 8 zugelassen und spielt mit dem Reiz des Verbotenen, sagen Medienwissenschaftler. Ein wirtschaftliches Kalkül der Hersteller. Die Spieler müssen foltern, um im Spiel weiterzukommen. Ich als renommierter möchtegern Medienwissenschaftler schlage ganz klar Alarm. Wer Among Us spielt, wird zum nächsten Amokläufer. Dieses Spiel muss einfach verboten werden. Dennoch, das Spiel fasziniert. Und ob die Gewalt von jedem verstanden wird, ist fraglich, kritisieren Menschenrechtsorganisationen. Das überschreitet eine Grenze.